Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Otegear das Super L Windshirt und die Pants. Wir haben euch bereits von Otegear das Windshirt, das Super L Windshirt in Multicam vorgestellt, sowohl die Jacke als auch die Hose, und haben uns gedacht, wir machen jetzt nochmal passend zur Winterzeit einmal das Alpine Kit und dazu noch ein bisschen Background-Informationen zum Thema Windschutz generell. Denn wir haben viele Fragen bekommen, auch bei den Helicon-Produkten, die Tramontane zum Beispiel oder der Windrunner. Da wurde gefragt, wie wasserdicht sind diese Jacken und so weiter und so fort. Und da wollten wir einfach noch mal ein bisschen mehr ausholen, um euch das Ganze im Detail zu erklären. Zunächst einmal, bei Windjacken kann man verschiedene Konzepte fahren. Man kann natürlich eine Wärmeschutzjacke kaufen, wie zum Beispiel eine MIG von Carinthia. Da hat man einmal den Wärmeschutz, hat aber auch durch die robuste Außenhaut nochmal einen Windschutz. Das ist natürlich dann perfekt im Winter, aber eben halt nur im Winter, weil im Sommer kann man die Jacke natürlich nicht anziehen, da wird sie viel zu warm, wenn da mal der Wind geht. Ja, vielleicht mal kurzzeitig auf dem Gipfel oder so, wenn man geschwitzt ist, ergibt es Sinn, aber ansonsten eben nicht. Deswegen sind wir große Fans davon, dass man die verschiedenen Funktionen nicht kombiniert, sondern unterteilt, also nach dem Zwiebelprinzip oder auch dem ECWCS oder dem PCU-System der US-Armee. Man sagt, man hat die Basislayer, dann hat man einen Windlayer, Vlies als Wärmeschutz nochmal, dann hat man Windlayer, dann hat man Level 5 Softshell, Level 6 Hardshell und Level 7 Isolation. Und genau nach diesem Konzept kann man eigentlich sehr, sehr gut arbeiten und hat dann auch mehr von der Jacke, sage ich mal. Ja, weil eine Windjacke, die keine Isolation hat, kann ich natürlich ganzjährig tragen, im Sommer eben über dem T-Shirt und im Winter eben über einer Isolationsjacke. Ja. Bei den Materialien muss man auch noch mal ein bisschen weiter ausholen. Da gibt es verschiedene Varianten. Die Helicon-Jacken sind zum Beispiel aus einem ganz, ganz dünnen Nylon. Man kennt das von den PCU und von den ECWCS-Jacken. Bei Level 5 habe ich hier auch mal was mitgebracht. Das ist jetzt von Beyond, eine zivile Version, aber das kommt dem sehr nah. Da hat man hier, das ist typisches Level 5 Softshell-Material, ist sehr stretchy. Ja, hat natürlich den Vorteil durch den Stretch, dass es sich sehr gut bewegt. Es ist relativ leise, wie ihr hören könnt. Ja, also man hat hier ganz wenig Geräuschentwicklung, sowohl bei dieser Level 4 als auch bei der Level 5. Das ist auch immer ein Faktor, den man mit ansprechen sollte. Gerade wenn ich jetzt vielleicht Jäger bin, dann muss ich ja auch schauen, was mache ich. Und das Material gibt natürlich dann auch entsprechend neben dem Windschutz noch verschiedene andere Eigenschaften mit, wie zum Beispiel die Wasserdichtigkeit und die Luftdurchlässigkeit. Windjacke klingt erstmal blöd, Luftdurchlässigkeit, aber es kann den einen oder anderen geben, der sagt, okay, ich brauche jetzt nicht für den harten Alaska-Bergwind den perfekten Windschutz, wo nichts durchgeht, weil wo nichts durchgeht, geht auch nichts in die andere Richtung durch. Ja? Das ist meistens, hängt das irgendwo mit zusammen, und deswegen sind viele Windjacken auch atmungsaktiv. Ja? Da muss man sich nicht wundern, die halten dann schon einen ordentlichen Chill ab, aber eben geben noch die Möglichkeit zu atmen. Und das wollen wir hier heute ein bisschen beleuchten, auch gerade im Bezug dann auf die Otegear Super L Geschichte. Und deswegen fangen wir einfach mal an. Und ich zeige euch mal die Wasserdurchlässigkeit bei einer Level 4 Jacke. Das ist eine Beyond Level 4 Windjacke, ist sehr leicht, sehr angenehm und auch atmungsaktiv. Aber jetzt werdet ihr es gleich sehen, wenn ich hier mal ein bisschen Wasser drüber gebe. Machen wir das mal so, wie beim Zauberer. Und dann legen wir hier mal vor. Also ihr seht, das Wasser wird natürlich erstmal aufgehalten von der Schicht. Das ist jetzt natürlich nicht mit Regen zu vergleichen, darf man natürlich auch nicht vergessen, aber so ein Beckentest, um zu schauen, wie lange das Wasser da drin stehen bleibt, kann ich euch empfehlen. Wir machen das jetzt auf jeden Fall nicht in der kompletten Länge, weil das würde ewig dauern. Aber einfach, dass ihr mal seht, das wäre jetzt hier das Verhalten von einer Windjacke mit der Wasserdurchlässigkeit. Jetzt bewegen wir das mal ein bisschen, reiben es mal ein bisschen ein und dann seht ihr hier auch schon, das ist ziemlich dicht. Also auch mit einer Windjacke kann man durchaus sagen, spare ich mir vielleicht je nach Witterung die Hardshell. Wie ihr jetzt aber hier auch sehen könnt, ganz klar bei der Windjacke schon mal, die wird nass. Das Material ist auf jeden Fall nass. Ja, also wenn ihr das auf der nackten Haut habt zum Beispiel, an den Armen, dann kann das natürlich vorkommen, dass die Nässe dann auch
euch unterkühlt. Und das sollte man auf jeden Fall dann beachten, wenn man eben mit so einer Windjacke arbeitet. Bei Level 5 Softshell ist es in der Regel so, dass das Material noch dicker ist als bei einer Windjacke. Also hat zwar auch diese typischen Windjackenfunktionen, ist aber dann auch noch mal ein bisschen wärmer. Also auch das ist wiederum eine Jacke, wo vielleicht für den einen oder anderen, je nachdem, was ihr für ein Typ Mensch seid, vom Schwitzen und vom Körperbau, athletisch oder auch nicht, dann habt ihr hier natürlich auch unterschiedliche Ergebnisse, muss man immer mit in Betracht beziehen. Level 5, etwas dickeres Softshell in der Regel, meistens auch schon gefüttert, die hier jetzt nicht, gerade auch beim Militär, die Level 5 Jacken sind nicht gefüttert, eben um die Lagen realisieren zu können. Und da schauen wir mal rein, wie es hier mit dem Wasser aussieht. Da hat man ein ähnliches Ergebnis wie jetzt auch bei der Level 4, das heißt, sie hält das Wasser ziemlich gut. Aber auch hier wieder das gleiche Problem. Wie kriege ich das Wasser jetzt ins Aquarium? Nein, das Problem ist auch wie hier wieder, wird der Stoff nass. Nicht ganz so, man sieht es hier sehr gut auf der Aufnahme hier. Der Stoff ist nicht vollflächig, wo das Wasser gestanden hat, nass geworden, sondern nur an kleineren Stellen. Und das ist natürlich auch was ihr mit beachten solltet, wenn ihr auf sowas geht. Jetzt kommen wir zur Ottegear. Super L Windshirt und Super L Windpant. Einmal ganz kurz über die Features, dass ihr einmal die gesehen habt. Die Jacke hat eine übergroße Kapuze mit einem Schirm oben dran, um eben auch mit Helm getragen werden zu können. Man hat hier rechts und links ein Zugband, um das Ganze nochmal einstellen zu können. Das Ganze wird mit einem Frontreißverschluss verschlossen, der natürlich auch über eine Windflappe verfügt, damit man hier vor dem Wind auch am Reißverschluss geschützt ist. Geht bis hoch zur Kapuze und Taschen hat sie tatsächlich nur eine, und zwar die Brusttasche. Die dient auch gleichzeitig nochmal als Packtasche, das heißt, wenn ich die Jacke klein mit dabei haben will, kann ich die einfach in sich selbst krempeln, dann habe ich die hier in der Brusttasche untergebracht. Natürlich befögt sie auch im unteren Bereich über eine Zugschnur, um das unten eng zu stellen, und die Bündchen sind mit elastischem Material ausgeführt. Wiegt 300 Gramm, ganz wichtig auch zu wissen, nochmal für den militärischen Einsatz, diese Jacke in Multicam und Multicam Alpine ist IR-sicher und auch flammenresistent, also auch feuerhemmend. Ja, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Sache. Viele synthetische Jacken, die brennen wie Zunder und brennen sich auf die Haut. Das ist hier nicht der Fall. Da hat man bei Ottegear tatsächlich fürs Militär das entwickelt. Und die Besonderheit, das könnt ihr jetzt hier nochmal sehen, da waren wir auch nochmal draußen, haben ein paar Aufnahmen im Schnee für euch gemacht, ist natürlich gerade mit Multicam Alpine nicht nur perfekt der Windschutz, sondern eben auch quasi die Tarnung, die ich mit der Jacke und mit der Hose realisieren kann, habe ich quasi zwei Sachen mit einem, nämlich Windschutz und habe hier auch nochmal Jacke und Hose. Dann gucken wir uns auch noch schnell die Hose an. Auch hier oben elastischer Bund, um das Ganze eben schnell an- und ausziehen zu können. Hier auch nochmal zusätzlich mit einer Zugschnur. Die Taschen, die hier wirklich vorhanden sind, also es sind keine Durchgriffe, sondern ich habe hier Hosentaschen rechts und links innen mit Mesh und das Ganze auch nochmal eine Gesäßtasche mit Mesh ausgekleidet. Und hier könnte man sogar hergehen und sagen, ich möchte aber lieber einen Durchgriff haben, weil ich das ja als Überhose hauptsächlich trage, kann man das Mesh natürlich einfach rausschneiden und dann hat man hier natürlich den perfekten Durchgriff. Für den einfachen Einstieg hat man im Beinbereich unten einen 45 cm langen Reißverschluss, der hier unten auch nochmal mit einem Druckknopf gesichert ist und ansonsten ist es hier unten elastisch ausgeführt. Jetzt kommt natürlich der kleine Haken, sage ich mal in Anführungszeichen. Wenn ihr sowas als Tarnbekleidung über allen anderen Lagen drüber anziehen wollt, dann müsst ihr natürlich die Größen entsprechend anpassen. Ich muss sagen, ich habe normalerweise Größe XL in den Jacken und manchmal auch XXL. Und in den Hosen habe ich in der Regel Jeansgröße 37. Und ich habe jetzt hier gewählt bei der Ottegear, sind wir bei der Jacke auf 3XL gegangen und bei der Hose sind wir bei, ich muss gucken, das war auch relativ groß. Ich finde es jetzt gerade aber nicht. Irgendwo hatte ich es. Hier ist falsches Label. Auf XXL. Ja, also das ist jetzt dafür ausgelegt. Das Tolle an der Sache ist, es wirkt aber auch nicht jetzt
übergroß, wenn ich normale Kleidung anhabe. Hier seht ihr jetzt nochmal mich quasi mit den Klamotten, die ich gerade anhabe, also Hemd und Jeans und die Sachen einfach oben drüber. Und ihr seht, das ist jetzt nicht irgendwie Michelin-Band, sondern das kann man durchaus auch dann tragen. Also die fallen relativ tight aus, die Sachen. Nur, dass ihr das auch mal noch im Hintergrund habt. Jetzt aber zum Schluss nochmal für euch die Wasserdichtigkeit. Denn das ist bei der Otte-Gear hervorzuheben durch das Ripstop Nylon, was hier verwendet wird. Es ist sehr laut, das ist der Nachteil. Also für die Jagd eher ungeeignet. Aber eben hat man hier einen erweiterten Wetterschutz im Vergleich zu normalen Windjacken. Und dann nehmen wir hier nochmal frisches Wasser und hauen hier mal drauf. Gehen wir mal, komm, sind wir mutig und hauen mal 500 Milliliter drauf. Und dann auch hier wieder, da passiert quasi gar nichts. Also es ist tatsächlich eher so ein Hybrid zwischen einer Hardshell und Windjacke. Muss man natürlich dann auch beachten, dass das im Vergleich zu einer anderen Windjacke, die jetzt aus einem Softshell-Material ist, weniger atmungsaktiv ist. Ja, also für alle, die eher schwitzen, muss man sagen, okay, ist vielleicht das Produkt nicht das Richtige. Aber wenn ich sage, ich habe wirklich schlechteste Bedingungen und will da wirklich einen optimalen Schutz haben und möchte mir vielleicht auch meine Regenjacke sparen, mitzunehmen, dann könnte die Otte-Gear oder das Otte-Gear Super L Windset genau die richtige Variante für euch sein. Wir finden es auf jeden Fall cool und sind froh, dass wir es hier im Einsatz haben und eben auch nochmal euch zeigen konnten. Das Super L-Shirt und die Super L Windpant von Otte-Gear bekommt ihr bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Habt ihr vielleicht die Otte-Gear Super L Sachen schon in Multicam oder auch in Multicam Alpine für euch selbst entdeckt? Schreibt uns mal in die Kommentare. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.